Lieber Herr Professor Hochreiter, lieber Sepp, viele Ängste, die auch medial geschürt werden, wenn es um künstliche Intelligenz geht, sind Horrorszenarien, wo man sich heute schon sicher sein kann, die werden nie eintreten. Auf der anderen Seite wird künstliche Intelligenz aber natürlich jetzt immer mehr Schritt für Schritt in den Alltag der Menschen einziehen. Und da gibt es vielleicht realistische Sorgen, die man haben könnte, wie zum Beispiel, machen solche Maschinen dann Fehler? Oder wie kommen die zu ethischen Entscheidungen? Gerade in einem Bereich, in dem du ja auch sehr viel forschst, autonomes Fahren, ist das ein Thema, das immer wieder kommt. Was sagst du da dazu? Ein sehr gutes Thema, wurde ich auch schon oft gefragt. Typisches Szenario, das immer vorgestellt wird, die KI, die im Auto ist, muss entscheiden, fährt sie da in die Menschenmenge oder überfährt sie da die zwei Kinder. Ich antworte immer darauf, nee, wir schauen nicht so Einzelfälle an, wir versuchen das Gesamtsystem zu optimieren. Wenn ich sage, wir haben 10-mal weniger Unfälle oder 10-mal weniger Verkehrstote, dann ist das was wir schaffen wollen oder das wir haben wollen, aber nicht den Einzelfall. Den Einzelfall können wir gar nicht voraussehen. Wir wissen gar nicht, wie der ausschauen wird. Die Frage ist ja auch, wenn der Mensch die Entscheidung fällt, hat er im Hintergrund jeder auf dieser Welt, wie wir jetzt auch sehen, bei vielen ethischen Themen, ganz andere Ansichten. Und daher ist es ja auch dann eine nur zu sagen, individuelle, selten halbwegs objektive Entscheidung, die er fällt. Ist nicht da die Maschine ohne dies neutraler, um es einmal blöd zu sagen? Da gibt es mehrere Vorteile von der Maschine. Die Maschine normalerweise ist nicht abgelenkt vom Handy. Die hat meistens keinen Alkohol getrunken. Die ist immer konzentriert, die ist nicht mehr so müde. Beim Autofahren, das kann alles am Menschen passieren. Der Mensch macht eine halbe Stunde seinen Führerschein und dann wird er auf die Straße gelassen. Also in Summe würdest du sagen, der Mensch macht auf jeden Fall mehr Fehler als eine Maschine? Der macht viel mehr Fehler und noch dazu in diesen Situationen, wo man ethische Entscheidungen treffen kann. Mein Gott, hat der Mensch die Zeit da zu überlegen, die Frau hat rote Socken, deswegen werde ich es nicht überfahren. Da mache ich auch eine schnelle Reaktion. Das glaube ich auch nicht. Aber die Maschine ist da viel zuverlässiger. Und sie reagiert noch schneller. Die Computer sind doch schneller wie wir, um irgendwelche Sachen zu machen. Und die Maschine kann sogar voraussehen, dass nicht in Situationen kommt, wo ich gar nicht mehr keinen Ausweg mehr habe. Genau. Also das gar nicht erst so weit kommt. Genau, das wird es vorher sehen, wenn da was passiert, gehe ich nicht, deswegen fahre ich vorher schon langsamer. Eine letzte Frage noch zu dem Kapitel. Zukunft neu denken wäre für mich, aber wenn jetzt der Computer irgendwie oder die Maschine anfängt, Fehler zu machen, einen Fehler, irgendetwas, wo sie eine Art Beeinflussung nicht herausgerechnet hat, kann man das wiederfinden? Und korrigieren? Kann man reparieren? Kann man künstliche Intelligenz dann korrigieren? Die meisten KI-Systeme, die neuronalen Netze, sind eine Blackbox. Ich gehe jetzt einen ganz anderen Ansatz, beim autonomen Fahren. Die Menschen machen einen Führerschein. Auch die KI sollen einen Führerschein machen. Nicht der Mensch macht einen Führerschein, sondern das Auto macht einen Führerschein. Da gibt es eine große Halle, da fahren vielleicht so Roboter vor das Auto, das muss sofort stehen bleiben. Und dann wird es vielleicht ein halbes Jahr getestet. Dann wird es ein halbes Jahr lang auf den Straßen getestet. Das macht vielleicht ein ganzes Jahr lang einen Führerschein. Der Mensch macht ein halbes Jahr lang... Wo es auch schon wieder immer wieder dazulernt. Natürlich. Genau, was vielleicht dazulernt. Oder auch nur schaut, was ist der Status, um das sicherzustellen. Beides ist möglich. Aber jetzt macht der Auto ein Jahr lang einen Führerschein und macht keinen Unfall, ist total zuverlässig. Und ein Mensch, glaube ich, wenn er eine halbe Stunde rumfährt und danach trinkt er was, danach ist er müde und ein Autosystem, das ganz stabil ist, glaube ich es nicht. Ja, bitte. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung dieser Frage. Sehr spannend. Danke. Bitte.